Kleinigkeit ist und dann vor die Kamera geht. Ja. Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute so ein Bionic Gear oder aber Fächermäppchen. Gewünscht hat sich das in Burg. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich bin heute richtig gescheitert an dem Projekt. Kennt ihr das auch? Ihr fangt absolut enthusiastisch irgendwas an zu nähen und dann geht das erste schief, dann das zweite, dann das dritte und man hat irgendwie keine Lust mehr, aber man will es nur noch fertig kriegen und hat schon so einen Hals. So ging es mir heute mit dem Mäppchen, obwohl das ein schönes Fächermäppchen ist. Oben mit dem Reißverschluss und wenn man das dann so schön weit aufmachen kann, hat man innen drin noch 3 Reißverschlussfächer und dann noch nur einfach solche Einsteckfächer. Ist schön weit aufzumachen, es passt viel rein. Und wenn man dann den Reißverschluss wieder zumacht, ist alles gesichert. Also wenn man Nähsachen oder als Federmäppchen, wenn man das nutzt und das dann in die Tasche reinmacht. Aber das blöde Schrägband, das hat mir wieder den Rest gegeben. Memo an mich, nie wieder Schrägband. Ja, es ist etwas unsauber teilweise bei mir. Dann sieht man da und da auch mal eine Naht. Dann habe ich mich noch nicht mal an meine Maße gehalten. Nein, ich habe den Reißverschluss hier 5 cm zu kurz geschnitten. Das heißt, ich konnte die Enden jetzt hier nicht mehr festmachen, sondern die flippen jetzt hier einfach nur so rum. Also an die Maße sollte man sich schon halten, aber okay. Ich war dann einfach, glaube ich, nur noch genervt zum Schluss. Es ist aber fertig geworden. Also und ihr macht das besser. Ich weiß, ihr macht das besser. Ihr könnt mir auch gerne Fotos schicken oder sowas. Auf Instagram könnt ihr mich dann verlinken und dann kann ich die eure Werke sehen und ich weiß, ihr macht das besser. Oder schickt mir auf Facebook einfach Fotos von eurer Fächermappe. Die Maße für die Fächermappe findet ihr unten in der Infobox unter dem Video und die Flieseline könnt ihr gleich auf die Teile, auf die es drauf muss, drauf bügeln. Und ihr könnt auch noch, das habe ich nicht gemacht, ihr könnt hier 2 Zipper anbringen. Das heißt, dass ihr es einmal von der einen Seite aufmachen könnt oder von der anderen Seite und die treffen sich dann hier so in der Mitte, die Zipper, oder dann halt, geht jetzt gar nicht, dass man die dann rechts und links so aufziehen kann. Aber ich habe nur einen Zipper dran gemacht. Ich habe mir gedacht, ich verschwende jetzt nicht noch einen Zipper, weil ich glaube nicht, dass ich das Täschchen nehmen würde. Also das ist so, ja, das ist so ein Paradebeispiel für so soll man nicht nähen. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und ihr macht das besser. Ich beginne und nehme mir ein Stoffteil C. Das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Und dann nehme ich mir einen Reißverschluss E. Ich habe jetzt keinen Endlosreißverschluss. Ich hatte noch hier die fertigen, die hinten so dieses Metallstückchen dran haben. Das ist aber kein Problem. Ich mag das ja sowieso. Wenn der Reißverschluss etwas größer ist als mein Nähstück, dann kann ich den Zipper außerhalb der Naht ziehen und dann muss ich beim Nähen nicht den Zipper ständig hin und her ziehen. Also den Reißverschluss lege ich mit den Zähnchen nach oben an die Oberkante bündig an. Dann nehme ich mir ein Stoffteil B und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten hier oben und rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen hier oben entlang. Die beiden Stoffe klappe ich jetzt vom Reißverschluss weg. Ich nähe diesmal aber noch nicht hier drüber fest, also hier knappkantig fest. Das machen wir nachher dann alles in einem Schritt. Jetzt brauche ich ein anderes Stoffteil C. Und das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mein gerade genähtes Teil und lege den Reißverschluss mit den Zähnchen nach oben, hier oben und rechts und links bündig an. Dann brauche ich ein anderes Teil B
Und das lege ich mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen die Stoffe zusammen. Die Stoffe klappe ich vom Reißverschluss weg. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann brauche ich erneut ein Teil C. Das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann einen Reißverschluss E. Und ja, ich habe verschiedenfarbige Reißverschlüsse genommen. Da kann man nachher in der Tasche besser sehen oder kann sich daran erinnern, okay, in dem gelben Reißverschluss hatte ich meine Lineale drin, im roten Reißverschluss habe ich meine Scheren drin oder Stifte, wie auch immer. Also den Reißverschluss lege ich mit den Zähnchen nach oben hier an die Oberkante bündig an. Dann nehme ich mir mein Stoffpanel. Das lege ich jetzt mit dieser Seite hier und mit der rechten Seite nach unten hier oben bündig an und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen die Stoffe zusammen. Und wieder klappe ich die Stoffe vom Reißverschluss weg. Und ich brauche auch wieder ein anderes Stoffteil C. Das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Ich lege das jetzt mal so quer, weil der Stoff, dieses Stoffpanel zu groß geworden ist. Und lege jetzt den Reißverschluss hier an die Oberkante bündig an, und zwar mit den Zähnchen nach oben. Und dann brauche ich noch ein Stoffteil B. Das lege ich mit der rechten Seite nach unten an die Oberkante von dem Reißverschluss an und nähe hier oben alles zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und die Seite liegt jetzt, also ich zeige euch das mal ganz, das sind jetzt hier schon 2 Reißverschlüsse. Und hier an der Seite ist noch nichts dran und an der noch nicht. So, dann brauche ich wieder ein Stoffteil C und das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Und dann ein Reißverschluss E und den lege ich an die Oberkante mit den Zähnchen nach oben bündig an. Und dann nehme ich mein Stoffteil und das lege ich mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an und nähe auch hier alle Stoffe zusammen. Und der letzte Streich folgt zugleich. Die Stoffe wieder vom Reißverschluss wegziehen. So sieht das jetzt aus. Jawohl. Dann brauche ich das letzte Stoffteil C. Das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann das Reißverschlussteil. Das lege ich mit der rechten Seite nach oben, hier oben und auch rechts und links bündig an. Und dann das letzte Stoffteil B. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten, hier und hier bündig an und nähe wieder alle Stoffteile hier oben zusammen. Das Ganze sieht jetzt so aus und vorhin habe ich noch dran gedacht und dann natürlich beim Nähen wieder alles vergessen. Wenn ihr möchtet, dass der Zipper von euren Reißverschlüssen, von diesen 3 Innentaschen, alle in dieselbe Richtung schaut, wenn er zu ist, müsst ihr da natürlich drauf achten. Also bei mir geht der eine jetzt so auf, der andere so und der hier hinten wieder so. Ja, mir macht das jetzt nichts aus, aber wenn ihr gerne möchtet, dass der in eine Richtung schaut, müsst ihr beim Zusammennähen darauf achten. Also, so sieht das Ganze jetzt von der rechten Seite aus und von der linken Seite sieht das so aus.
Und da werden die Innenstoffe jetzt vom Reißverschluss weggezogen. Und dann, Moment, ich zeige euch das an dem einen hier. Also den Außen- und den Innenstoff schön vom Reißverschluss wegziehen und dann hier knappkantig drüber nähen. Und dasselbe macht ihr hier bei dem mittleren Reißverschluss und hier hinten bei dem letzten Reißverschluss auch. Und natürlich immer schön die Stoffe vom Reißverschluss wegziehen und nicht, dass irgendwie das so mit eingenäht wird. Das Reißverschluss-Stoffpanel liegt mit der rechten Seite nach oben vor mir und ich nehme mir ein Patchwork-Lineal und meinen Kreidestift. Und von der Kante vom Reißverschluss aus messe ich jetzt 9 cm ab und markiere mir das hier. Von hier auch 9 cm markieren. Und wie soll es anders da sein? 9 cm und hier auch 9 cm und markieren. Und die Stoffe, ich kann noch mal zeigen, die Innentaschenstoffe, die liegen jetzt so. Jetzt, ich fange mal hier oben an, klappe ich das zusammen, sodass die Zähnchen hier oben wirklich gerade nach oben bei der Tasche liegen. Und ich stecke mir die Seiten mal fest, dass das nicht verrutscht. So. Und lege das jetzt schön gerade aufeinander. Und ich stecke mir das hier auch noch mal mit einer Nadel fest, weil wenn ich jetzt über die 9 cm Markierung hier drüber nähe, dann nähe ich die Stoffseite, die beiden Innenstoffe zusammen und auch den hinteren Stoff hier zusammen. Und damit das alles gerade liegt und keine Falten wirft, deswegen stecke ich mir das nochmal fest. Und dann nähe ich hier drüber. Dann, ich stecke mir das jetzt alles mal zusammen fest. Wenn ihr dann zum Beispiel bei den anderen Teilen das jetzt hier zusammenlegt, müsst ihr aufpassen, nicht, dass irgendwie was krumpelig drin liegt, sondern dass die Innentaschenstoffe schön gerade liegen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt lege ich, Moment, mir das unter die Maschine und lege einmal hier lang, nähe einmal hier lang. Und wenn ich dann die andere Markierung, diese hier zusammennähe, dann muss ich den Stoff weglegen. Und zusehen, dass meine Innenstoffe dann mit eingenäht werden. Dann nähe ich hier lang. Und dann muss ich noch ganz zum Schluss hier entlang nähen, so dass die Stoffteile dann so zusammengenäht sind. Aber das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich fertig genäht habe. Das sieht jetzt so aus. Also hier haben wir die 3 Reißverschlusstäschchen und die sind hier zusammengenäht. Und auf der Rückseite ist halt auch wichtig, dass die Innentaschen alle hier aus der Naht rausschauen. Und die Seiten von der Reißverschlusstasche habe ich mir mit einem Zickzackstich einfach nur noch mal gesichert, nicht, dass mir das dann noch ausfransen kann. Und die überstehenden Reißverschlussenden habe ich abgeschnitten. Die 4 Stoffteile D, die 40 x 12 cm groß sind, müssen noch so trapezförmig zugeschnitten werden. Und dafür klappe ich den Stoff aufeinander, also übereinander, und messe von der geschlossenen Kante hier
11 cm und gehe jetzt von den 11 cm hier oben schräg nach unten bis zu der Kante und schneide mir das ab. Und dann haben wir das schon trapezförmig zugeschnitten. Jetzt brauche ich 2 Stoffteile D. Die lege ich rechts aufeinander. Nähe die dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm an den 3 Seiten zusammen. Und dasselbe mache ich mit den anderen beiden Stoffteilen D auch. Die Spitzen hier oben habe ich mir schräg und die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Dann wenden und die Ecken schön ausformen. Und man kann dann noch einmal drüber bügeln. Und dann knappkantig über die 3 Seiten hier drüber nähen. Und wenn ich das dann zusammengenäht habe, also knappkantig zusammengesteppt habe, dann schneide ich diese kleinen Ecken hier ab. Und genau dasselbe mache ich mit den anderen Stoffteilen D auch. Die beiden Stoffteile liegen jetzt vor mir. Hier unten ist die Öffnung und das sind die 3 zugenähten Seiten. Dann ermittle ich mir die Mitte und dazu einfach knicken. Und dann habe ich mir hier schon eine Hilfsnadel hingesetzt. Und jetzt messe ich 6,5 cm in die eine Richtung und markiere mir das hier und 6,5 cm in die andere Richtung und markiere mir das hier. Und das habe ich bei dem anderen Stoffteil D auch gemacht. Nun nehme ich mir die Reißverschlüsse und da nehme ich mir die mittlere Tasche zuerst und lege auch die mittlere Nadelmarkierung hier drüber. Und zwar so, dass sie ja so einen halben Zentimeter übersteht. Und stecke mir das fest. Dann nehme ich den anderen Reißverschluss und lege den bei der anderen, also bei der anderen Nadelmarkierung drüber. Und auch hier feststecken. Und beim letzten Reißverschluss auch. Und halt so, dass das alles so einen halben Zentimeter hier übersteht. Das Seitenteil über dem Reißverschlusstäschchen. Dann, ja, so bei 0,5 cm jetzt jeden Reißverschluss in das Seitenteil einnähen. Und dabei aufpassen, wenn ihr wie ich auch keinen Endlosreißverschluss genommen habt, da sind doch hier solche Metallteile. Nicht, dass ihr da dann drüber näht, da müsst ihr halt aufpassen. Hier oben würde ich schon 2-3 Mal drüber nähen, damit das nicht ausreißen kann. Und am besten auch den Reißverschluss, also den Zipper, nach innen machen, dann ist er euch da nicht im Weg. Und auf der anderen Seite und mit dem Stoffteil D wird das dann genauso gemacht. Noch ein kleiner Tipp beim Zusammennähen hier. Und zwar habe ich mir zuerst nur hier in der Mitte das festgesteckt und habe hier drüber genäht. Und dann habe ich die anderen erst festgesteckt. Da kann man das besser von der Nähmaschine weglegen. So, und es wird nochmal knifflig. Und zwar müssen wir diese Seitenflügel und auch diese Löcher hier innerhalb der, also Moment, ich kann das mal zeigen, hier kommt mein Finger durch, ne? Innerhalb der Nahtzugabe hier an der Seite festnehmen. Hier ist es ja ganz einfach. Hier einfach dann, was heißt einfach, eine kleine Falte legen. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Und das so unter die Nähmaschine quetschen und dann hier komplett drüber nähen. Auf der anderen Seite habe ich das schon mal gemacht, dass ihr das mal seht. Also das ist jetzt zu hier unten.
Und das ist eigentlich egal, wie die Falte liegt. Hauptsache, das ist hier dann gesichert. Und innen drinne ist halt auch wichtig, wenn ihr guckt, dass hier alles eingenäht ist. Also das jetzt bei beiden Seiten festnähen, innerhalb der Nahtzugabe. Es ist wesentlich einfacher, wenn ihr den Stoff so unter die Nähmaschine legt, mit der linken Seite nach oben und dann hier drüber näht. Das ging jetzt super einfach und ich konnte auch die Seiten schön umlegen und dann ist jedenfalls, dann seht ihr auch, dass alles mit eingefasst ist. Weil es ist wichtig, dass die Ecken hier alle zu sind, sonst fällt euch da hinterher was raus. Dann nehme ich mir das Stoffteil A, den Außenstoff. Und der ist etwas größer bemessen. Und den lege ich mit der linken Seite nach oben vor mich. Und dann lege ich mein Mäppchen drauf. Also ich habe den mit Absicht größer bemessen, weil jeder etwas anders da näht. Gerade wenn hier mit Reißverschlüssen das so drin ist und nicht, dass es dann so knappkantig wird. Also ich lege den jetzt so drauf, dass, also nicht, dass es hier irgendwie so Falten wirft, sondern dass alles richtig schön auseinandergezogen ist. Und nähe den Außenstoff jetzt an dem Mäppchen einmal drumherum innerhalb der Nahtzugabe fest. Den überstehenden Stoff habe ich einfach abgeschnitten. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil, nämlich wir brauchen das Schrägband. Das lege ich mir jetzt einfach hier an die Seite und schneide mir das so einen Zentimeter größer zu. Und das klappe, jetzt hole ich euch mal näher ran dazu. Das klappe ich auseinander und lege es hier an. Und zwar nicht zu weit weg von der Kante und auch nicht direkt auf die Kante, sondern dass es so einen Millimeter übersteht. Das stecke ich mir fest. Ich mache das jetzt hier nur mal bei einem Beispiel. Und dann nähe ich in dieser Falz, die man hier sieht. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Ja doch. Also in dieser Falz nähe ich dann das Schrägband hier an der Seite fest. Das Schrägband jetzt auf die andere Seite umklappen und feststecken. Ich mache die Klammern immer außer Reichweite. Also dann einmal feststecken und hier knappkantig noch einmal drüber nähen. Und genau dasselbe muss auf der anderen Seite auch gemacht werden. Und passt auf, wenn ihr dann das Schrägband hier auf der Rückseite festnäht, nicht, dass ihr aus Versehen von dem Flügel hier was mit einnäht. Das ist nämlich mir passiert. Ich konnte es wieder aufmachen und ja, und es sieht auch wieder nicht ganz so schön aus. Und hier guckt auch eine Naht raus, also es gefällt mir nicht. Und dann ist das hier so wellig. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Jetzt brauche ich den langen Reißverschluss. Der hat die Nummer, Mensch, ich habe mein Zettelchen noch hier, F. Und da ermittle ich mir einfach die Mitte und markiere mir das mit einer Nadel. Zack. Dann ermittle ich mir von dem Teil hier die Mitte. Dazu auch einfach umklappen. Mein Kater kommt gerade rein. Und markieren. Wenn der jetzt noch ins Bild springt. Das wär's, ne Leo? Ich bin schon etwas leicht genervt hier wegen diesem Schrägband. Und das Schrägband brauche ich. Gut, den Reißverschluss lege ich jetzt mittig hier drauf. Mit den Zähnchen nach oben. Und dann nehme ich mir das Schrägband, das klappe ich auf und lege das hier oben so aufgeklappt an. Na, das geht jetzt aber auch blöd. Stecke mir das dann fest. Das ist jetzt nicht mittig, ich weiß es. Und nähe innerhalb dieser Falz das
das Schrägband und den Reißverschluss hier an dem Federmäppchen fest. Und ich nähe das Schrägband bis komplett zum Ende vom Reißverschluss und natürlich auch hier am Anfang nähe ich das auch alles fest, dass es einmal an dem kompletten Reißverschluss festgenäht ist. Das Schrägband habe ich jetzt nach hinten umgeklappt. So, habe mir das festgesteckt und nähe jetzt knappkantig hier drüber. Dabei aber aufpassen, nicht, dass er in die Zähnchen rein näht hier, sondern dass das nur auf dem Schrägband genäht wird. Und auch wieder vom Anfang bis zum Ende festnähen. Ich habe das jetzt von der Seite hier festgenäht und gar nicht hier hinten. Dann ist jedenfalls die obere Naht schön. Hier hinten ist es zwar jetzt ein bisschen, also der Stoff geht, also das Schrägband geht so ein bisschen, ist nicht komplett knappkantig hier festgenäht, aber dafür hier und das sieht schön aus. So, ein Lichtblick. Jetzt mache ich mir den Reißverschluss auf und ermittle mir auch wieder die Mitte. So, natürlich habe ich wieder die Nadeln weggelegt. Zack, so. Und auch hier drüben auf der Seite die Mitte ermitteln. So. Und jetzt lege ich vorsichtig dabei jetzt nicht hier irgendwie verdrehen. Und lege mir die beiden Nadeln übereinander, also dass der Reißverschluss mittig auf dem Federmäppchen festgemacht ist. Und zwar so, ich zeige euch das gleich. Ich hole euch jetzt noch ein Stückchen näher mal ran. Also einmal dürft ihr das nicht verdrehen jetzt hier. Und die Zähnchen müssen zum Tascheninneren zeigen und hier nur der Rand. Der Rand muss an den Rand festgemacht werden. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich das erklären soll hier. Ich bin fertig. So. Geht's. Und dann habe ich jetzt das andere Schrägband und das lege ich auch wieder mit dieser Öffnung hier. Ja, ne? Ja. Und nähe das vom Anfang des Reißverschlusses hier einmal so feststecken, festnähen von Anfang bis zum Ende. Also genauso wie auf der anderen Seite auch. Das Schrägband umklappen und auch hier auf der Seite festnähen. Und aufpassen nicht, dass ihr in die Zähnchen reinnäht oder das Schrägband in die Zähnchen vom Reißverschluss einnäht. Für die Enden von dem Reißverschluss habe ich mir jetzt von dem Schrägband 2 6 cm lange Stücke abgeschnitten und klappe die hier am Rand einfach so einen halben Zentimeter nach innen um und dann nochmal mittig umklappen und das stülpe ich jetzt über das Ende von dem Reißverschluss drüber und nähe das jetzt fest. Mein Schrägband, warum auch immer, ist ein bisschen zu schmal hierfür. Das heißt, hier guckt das so ein bisschen raus. Ihr könnt jetzt auch ein Stück Stoff nähen und das hier so drum machen, aber das wird dann eh noch hier am Rand festgenäht. Das heißt, das ist dann egal, da sieht man das nicht so. Also, ich nähe das jetzt hier einmal drumherum fest. Und genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite und mit dem anderen Schrägband auch. Den Reißverschluss jetzt aufmachen und dann, also, Moment, das ist die Reißverschlussoberseite und die, ja, drehe ich jetzt so hier hin und nähe das Ende hier unten fest. Und das mache ich auf beiden Seiten.
Und fertig ist das Bionic Gear oder Fächermäppchen. Ich habe mir ganz wirklich zum Schluss noch meinen Reißverschluss hier 5 cm zu kurz zugeschnitten. Das heißt, ich konnte jetzt die Enden hier unten nicht mehr festnähen. Dann hätte ich nämlich mein Mäppchen nicht mehr aufbekommen. Also hier ist wirklich alles bei schief gelaufen. Aber ich weiß, ihr macht das besser. Ihr könnt aber gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Da funktioniert das Nähen besser als bei dem Teil hier. Dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.